Heute haben wir den 21. Juni 2026. Die Aktienkurse und die ganzen Märkte schlagen gerade wie der Puls vor dem allerersten Aktienkauf. Die Inflation in den USA steigt wieder. Im Iran heißt es gefühlt jede Woche, dass es eine Waffenruhe gibt und am nächsten Tag ist die Straße von Hormuz doch wieder dicht. Die Halbleiteraktien gehen täglich durch die Decke, als ob wir die KI-Chips zukünftig auch noch essen, fahren und anziehen werden. Währenddessen werden gestandene Softwareunternehmen an der Börse einfach als tot deklariert. Und der Orangenmann haut drüben in den USA wieder Sachen raus, wo du dir denkst, boah, warum ist der eigentlich immer noch nicht im Altenheim? Und was mache ich? Ich investiere ganz normal weiter und nutze diese verrückte Zeit, um Qualitätsaktien zum absoluten Schnäppchenpreis zu sammeln und um aus Geld noch mehr Geld zu machen. Bleib bei mir, klicke nichts, kaufe nichts und schau einfach zu, wie man als Angestellter und Familienvater bis 2036 1 Million Euro Vermögen aufbaut. Und unser aktueller Stand 317.000 Euro in Aktien und 22.000 Euro Cash, die auf die nächsten Schnäppchen warten. Also insgesamt knapp fast 340.000 Euro und eine jährliche Performance von 15% pro Jahr seit meinem Börsenstart in 2019. Wenn wir in die größten Aktienpositionen springen, dann sieht es bei uns aktuell so aus. Ganz oben steht immer noch AMD mit stolzen 36.000 Euro und rund 400% Rendite. Auf Platz 2 folgt Alphabet, die Anfang letzten Jahres irgendwie keiner haben wollte. Ich habe da damals fleißig nachgekauft und jetzt ist das eine 27.000 Euro große Position mit satten 160% im Plus. Microsoft gehört zu den kleinen Losern dieses Jahres und genau die habe ich jetzt auf über 22.000 Euro aufgestockt. Nvidia mit etwa 18.000 Euro und über 700% Rendite bleibt unverändert auf Platz 4. Und meine größte Cash-Cow, die um stolze 90% gewachsen ist und mir jährlich etwa 900 Euro Dividenden bringt, steht solide auf Platz 5. Und heute will ich dir von einer weiteren Rakete berichten, die den Weg zu Millionen noch massiv beschleunigen soll. Ich zeige dir heute, wie viele Aktien ich zu welchem Kurs gekauft habe und warum ich gerade bei diesem Unternehmen zugeschlagen habe. Plus ich verrate dir, wie ich allein aus dieser einzigen Position langfristig und für reines Nichtstun ein Vermögen von 1 Million Euro herausholen will. Und dazu gibt es wie immer 3 weitere Qualitätsaktien aus meiner Watchlist und ein kleines persönliches Update zu unserem alten Mercedes. Und jetzt schnall dich an, wir rechnen uns heute reich. Alle meine Videos dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und sollen einfach als Motivation und Inspiration dienen. Also nicht vergessen, es ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Von wem auch? Von einem normalen Büroangestellten? Bevor wir den Kauf analysieren, ein kurzes Update zu meiner alten C-Klasse. Wenn du hier neu auf dem Kanal dabei bist, ich habe mir letztes Jahr übergangsweise einen 18 Jahre alten Benz mit 240.000 Kilometern auf der Uhr gekauft. Warum kaufe ich mir eigentlich mit über 300.000 Euro im Depot eine alte Kiste für gerade mal 3.000 Euro? Da ich teilweise in Elternzeit war und danach nur noch selten ins Büro fahren musste, war das finanziell gesehen eigentlich keine schlechte Entscheidung. Der Benz hat kaum gekostet und nach einem Jahr hätte ich damit quasi null Wertverlust gehabt. Aber in den letzten Monaten ging leider immer wieder etwas kaputt. Es war nichts Dramatisches dabei, sondern ganz normale Verschleißteile wie die Handbremse hinten, ein fester Bremssattel oder die Klimaanlage, die nicht mehr wollte. Bis auf die Klimaanlage, die mich rund 200 Euro gekostet hat, habe ich alles selbst repariert. Und das Rumschrauben macht mir ja auch Spaß. Aber mit dem kleinen Kind zu Hause, dem Vollzeitjob, YouTube und Insta fällt mir jetzt einfach die Zeit dafür. Daher wurde der Benz jetzt nochmal frisch repariert und wird demnächst in gute Hände verkauft. Jetzt heißt es für uns, ein neuerer und etwas frischerer Dieselkombi muss her. In dieser Klasse kam die engere Wahl auf einen 3er
BMW aus den Jahren 2019 bis 2022. Ich bin zuerst das ältere Modell Probe gefahren und der war eigentlich ganz nett und die Motoren sind ja auch extrem robust, aber für relativ wenig Geld obendrauf bekommt man bereits den neueren Nachfolger, den G21, der optisch viel moderner aussieht und ziemlich aktuelle Technik hat. Diesen bin ich dann auch Probe gefahren und ich glaube, das wird am Ende unsere Wahl sein. Der einzige Nachteil, diese Kisten kosten selbst mit 150.000 Kilometern auf der Uhr immer noch satte 15.000 bis 20.000 Euro. Schreib mir mal in die Kommentare, was du von der Auswahl hältst und generell würde mich interessieren, welches Auto fährst du so. Aber jetzt wieder zurück in die Aktienwelt. Welche Qualitätsaktie habe ich ordentlich aufgestockt und welches Vermögen will ich mit diesem Investment erreichen? Und wie ich im letzten Video schon ein bisschen gespoilert habe, wollte ich meine ServiceNow-Position unbedingt weiter aufstocken. Daher habe ich mir weitere 6 Aktien beim Kurs von knapp unter 90 Euro geschnappt und somit insgesamt rund 540 Euro investiert. Somit habe ich jetzt stolze 24 Aktien im Wert von über 2000 Euro im Depot liegen, die aktuell auch leicht im Plus stehen. Wer ServiceNow noch nicht kennt, das ist ein globaler IT-Dienstleister aus den USA. Das Unternehmen hilft großen Firmen und auch Regierungen dabei, unterschiedliche IT-Lösungen und Systeme zu implementieren. Dadurch werden viele interne Prozesse vollautomatisiert und extrem effizient gemacht. Und am Ende sparen diese Unternehmen und Regierungen dadurch massenhaft Zeit und bares Geld. Warum baue ich mir unbedingt diese Position auf? Der Aktienkurs lag vor einem Jahr noch bei über 220 Euro, fiel dann im April auf unter 80 Euro runter und notiert aktuell bei plus minus 90 Euro. Das heißt, selbst bei heutigem Kurs haben wir immer noch einen fetten Sale von rund 60%. Und der einzige Grund für diesen heftigen Abverkauf war dieses Thema hier. Die sogenannte SaaS-Apokalypse wegen der KI. Ganz einfach erklärt denkt der Markt aktuell, dass künstliche Intelligenz die ganzen SaaS-Firmen, also Software as a Service, komplett unbrauchbar macht. Ich arbeite nun mal selbst seit Jahren in der IT und dürfte schon einige Großprojekte zusammen mit ähnlichen Dienstleistern wie ServiceNow betreuen. Deshalb kann ich dir ganz genau sagen, wie das bei größeren Unternehmen in der Realität abläuft. Stell dir mal einen typischen Mittelständler vor, der Schrauben und Spezialteile für unterschiedliche Autohersteller produziert. Da hast du den Einkauf, das Lager, das Marketing, einen eigenen Online-Shop und den Warenausgang. Und jetzt kommt es. Im Einkauf läuft eine völlig andere Software als im Lager. Das Marketing nutzt wieder was ganz anderes und der Warenausgang tippt seine Lieferscheine noch halbhändisch ein. Das ist in der Realität das pure Datenchaos. Wenn du diesem Unternehmen jetzt einfach nur einen Pro-Account bei Claude oder ChatGPT hinklatschst, was passiert? Genau, gar nichts, weil Claude weiß überhaupt nicht, wo welche Daten liegen, wie die Prozesse im Lager ablaufen oder welches System mit welchem kommunizieren muss. Oder generell gefragt, wie verbinde ich denn bitte schon Claude mit meinen ganzen internen Programmen? Und genau hier kommt der Softwaregigant ServiceNow ins Spiel. ServiceNow ist quasi das digitale Nervensystem, das sich über all diese verschiedenen Abteilungen legt. Die nehmen den Ist-Zustand auf, verknüpfen den Einkauf vollautomatisch mit dem Online-Shop und mit dem Warenausgang und sorgen dafür, dass die Prozesse wie geschmiert laufen. Das heißt im Klartext, ServiceNow nutzt die KI und baut sie direkt in die eigenen Lösungen ein, um diese dann noch effizienter zu machen. Wenn im Lager ein Produktionsmaterial zu knapp wird, erkennt das System von ServiceNow das automatisch, die integrierte KI schreibt die Bestellung für den Einkauf direkt fertig und das System schickt sie raus. Ohne Software also ist die beste KI der Welt im echten Business also komplett nutzlos. Kleine Spieler aus dem Softwarebereich werden sicherlich aus dem Markt verschwinden, keine Frage, aber bei ServiceNow bin ich mir absolut sicher, dass das Unternehmen aus dieser Situation nur noch stärker rauskommen wird. Und genau das sehe ich auch ganz klar an den Kennzahlen. Das aktuelle KGV von etwa 60 ist teuer, ja, aber das erwartete KGV für dieses Jahr liegt bei etwa 25. Das heißt, der Markt rechnet hier mit massiven Gewinnsteigerungen. Und ein KGV von 25 ist immer noch sehr, sehr weit vom historischen durchschnittlichen KGV von über 500. In den letzten 10 Jahren könnte ServiceNow ein Gewinnwachstum von über 40% pro Jahr hinlegen und das soll in Zukunft nur noch besser werden. Die aktuelle Nettomarge beläuft sich auf etwa 12%, aber durch die erfolgreiche Implementierung von KI und einen massiven Stellenabbau rechnet man in Zukunft mit einer Nettomarge von über 25%. Also das gesamte Geschäft wird einfach mal doppelt so profitabel. Dazu kommt, dass man mehr Cash
als Verbindlichkeiten in der Bilanz hat und es wird erwartet, dass der Cashberg in Zukunft weiter ansteigt. Das erkennst du hier im Chart an der steigenden blauen Säule. Man sieht es auch in der Bilanz mit bloßem Auge, dass die 3,7 Milliarden US-Dollar Cash die langfristigen Verbindlichkeiten von 1,5 Milliarden locker abdecken. Das heißt, man kann eine baldige Insolvenz hier so gut wie komplett ausschließen. Auch 15 unterschiedliche Finanzmodelle sehen bei der Aktie aktuell über 40% Potenzial nach oben und die Analysten sehen hier überwiegend ebenfalls noch jede Menge Luft nach oben. Und wenn du noch mehr über ServiceNow erfahren möchtest, dann schau dir im Netz einfach mal an, welche gigantische Kunden bereits mit ihnen arbeiten. Und dann überlege dir mal ganz logisch, ob Konzerne wie die Deutsche Bank, Siemens oder die Telekom einfach so auf eine billige Lizenz umsteigen und all ihre internen Prozesse plötzlich über Claude oder ChatGPT erledigen lassen können. Und jetzt noch eine kleine Portion Motivation zum Schluss. Wenn ich in ServiceNow meine gewünschte 5000 Euro Position voll mache und die Aktie demnächst nicht mehr 40% pro Jahr, sondern nur noch 20% pro Jahr wächst, dann könnte diese eine Position kurz vor meiner Rente auf über 1 Million Euro anwachsen. Natürlich gibt es keine Garantie für dieses Wachstum, aber mittelfristig sehe ich einfach keine Gründe, warum das Wachstum einbrechen sollte. Besonders wenn man bedenkt, dass bald alle Unternehmen und Regierungen fast schon zwangsläufig auf KI setzen müssen, weil man damit schneller, sparsamer und effizienter wird, und genau da wird ServiceNow in naher Zukunft verdammt viel Geld verdienen. Apropos Geld verdienen, während ich auf tolle Schnäppchenkurse warte, arbeitet unser Geld und ein Teil vom Notgroschen ganz entspannt bei Go & Grow. Aktuell sind da fast 16.000 Euro investiert, die uns etwa 6% Rendite pro Jahr bringen. Seit Jahresanfang habe ich damit jetzt schon mal über 300 Euro verdient und wie du siehst, kommen da täglich umgerechnet 1-2 Liter Diesel für mich herum. Ich persönlich nutze Go & Grow eher als flexibles Geld, weil ich mir die Kohle für 1 Euro Gebühr schnell auszahlen lassen und bei einem plötzlichen Börsencrash sofort mobilisieren kann. Bis dahin werde ich versuchen, die Position auf 20.000 Euro hochzufahren, um dann genau 100 Euro pro Monat zusätzlich zu den Dividenden zu kassieren. Aber vergiss nicht, das Ganze ist kein klassisches Tagesgeldkonto, sondern es sind immer noch P2P-Kredite und die 6% pro Jahr sind nicht garantiert. Informiere dich also vor dem Investieren unbedingt genau über die Risiken. Und wie versprochen, hier sind noch die 3 Qualitätsaktien, die ich aktuell zum Aufstocken beobachte. Und nicht vergessen, das sind nur meine persönlichen Wunschkurse und keine Anleitung, wie du es machen sollst. Erstens, Mastercard winkt mir seit einigen Wochen zu und sagt, kaufe mich, sobald ich unter 400 Euro falle. Zweitens, die Hannover Rück finde ich aktuell ziemlich sexy. Unter 220 Euro hole ich mir da definitiv die erste Tranche ins Depot. Und drittens, Netflix bei unter 65 Euro kommt die Aktie auch bei mir rein. So mein Freund, das war das aktuelle Update zum Depot und unserem gemeinsamen Weg zur Million aus dem Homeoffice. Vergiss nicht, Aktien sind fast die einzige Möglichkeit, langfristig und mit relativ wenig Aufwand ein echtes Vermögen aufzubauen. Und jede einzelne Qualitätsaktie, die du heute kaufst, wird dich in 10 Jahren mehr als belohnen. Danke dir fürs Zuschauen, danke für deinen Support und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.